Am 29. April 2008 erblickte der lang ersehnte 4. Teil der GTA-Reihe aus dem Hause Rockstar North das Licht der Welt. Es war das erste GTA auf den Next-Gen-Konsolen der 7. Generation. Von vielen Fans wird er auch als der beste Teil der Serie gesehen, der vor allem durch seinen Realismus hervorsticht. Daher gibt es heute 15 Fakten zum 15. Geburtstag von Grand Theft Auto 4. Liberty City ist dicht besiedelt und gefüllt mit verschiedensten NPCs, von denen man die meisten immer wieder antrifft. Einige NPCs sind aber so selten, dass viele Spieler lange davon ausgingen, dass diese Charaktere gar nicht im Spiel vorhanden sind. So zum Beispiel der Postbote, der nur an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten in der Nähe von Briefkästen anzutreffen ist. Der seltenste NPC ist aber der Kabelmann, der an Telefonmasten arbeitet. Die besten Chancen, ihn anzutreffen, hat man im Stadtbezirk Bowen zwischen 13 und 14 Uhr. Garantiert ist das aber nicht. Außerdem spawnt er auch hin und wieder an anderen Orten zwischen 15 und 17 Uhr. Die Liebe zum Detail, die in GTA 4 steckt, ist einfach grandios. Wenn man sich eine Autowaschanlage von außen anschaut, findet man ein Preisschild. Für normale Autos kostet eine Wäsche $5 und für ein Taxi $3. Und das sind auch tatsächlich die Preise, die man für eine Wäsche bezahlt. Und wenn man mit einem Cabrio durchfahren will, kommt ein Angestellter der Waschanlage und wäscht das Auto per Hand. Mr. Tasty, so heißt der Eiswagen in GTA 4 und ist der Nachfolger des Mr. Whoopi aus dem GTA 3 Universum. Wenn man einsteigt und auf die Hupe drückt, wird ein Jingle abgespielt. Davon gibt es 6 verschiedene. Einer dieser Jingles ist der GTA 4 Soundtrack. Bei genauerem Hinhören fällt einem dann auf, dass sich das Tempo der Musik mit der Fahrgeschwindigkeit verändert. Und wenn man rückwärts fährt, wird der Jingle ebenfalls rückwärts abgespielt. Während dieser Song läuft, kann man ZID, den Musikerkennungsdienst, anrufen. Hey, this is Laszlo for ZID. Let me hear the track, and we'll text you the artist and the name of the song. Daraufhin erhält man eine Mitteilung mit dem Titel des Lieds. Außerdem Gesundheit, Rüstung und Munition. Aber Achtung, wenn man auf Trophäenjagd ist, sollte man das aber nicht ausprobieren, da das System dies als Cheat erkennt. Einer der Gründe, wieso Liberty City so lebhaft wirkt, ist der Verkehr. Wusstet ihr aber, dass die Autos durch die Stadt fahren, selbst wenn der Spieler gar nicht vor Ort ist? Damit nicht so viel Leistung dafür verbraucht wird, haben die Autos kaum Details und sehen ziemlich gespenstisch aus. Wenn man einen Ort aus weiter Ferne betrachtet, dann sind das genau diese Geisterautos, die da rumfahren. Den Saxophonisten Buskers kann man hin und wieder auf der Straße antreffen. Wenn man ihm Geld gibt, wird er durch die Gesundheit regeneriert. Und wenn man das Ganze 3-mal hintereinander macht, bekommt man das Lied, das er auf seinem Saxophon spielt, als geheimen Klingelton für sein Ingame-Handy. So geheim, dass man nicht mal eine Benachrichtigung bekommt, dass man ihn erhalten hat. Außerdem kann man Buskers gelegentlich im Superstar Café antreffen, wo er dann auf der Bühne performt. Ist euch schon aufgefallen, dass die Meldungen im Radio an die jeweilige Tageszeit angepasst sind? Good morning, Liberty City. I hope you feel as fucking terrible as I do right now. All right, it's afternoon. The music's just starting to set in. The women are heating up. It's gonna be a funky Liberty City. It's gonna be a lovely evening, my star. It's nighttime in Liberty City. Make some new friends in an alley somewhere. Und bei Weasel News gibt es sogar Wettervorhersagen. Remnants of tropical storm Jehoshaphat coming through. Lots of rain. This storm passed over a lot of third world countries before getting here, so expect it to smell. Then going to be foggy for a little while longer. Just a great day out there. Lots of sun. It's gonna be windy, Liberty City. Some clouds moving through the area. Wenn man in ein Polizeiauto steigt, ist es möglich, den Polizeicomputer zu benutzen, in dem die Strafakten von insgesamt 54 Personen zu finden sind. Eine davon ist Nico selbst. Als einzige Straftat steht bei ihm schwerer Autodiebstahl. Und egal wie weit man im Spiel fortschreitet und was man alles anstellt, es kommt keine weitere Straftat zur Akte hinzu. Wenn man Playboy X anstelle Dwayne Forge tötet und sein Penthouse einnimmt, kann man im Kleiderschrank ein vertrautes Outfit finden. Das Outfit sieht aus wie die schwarze Lederjacke und die grüne Hose, die Claude in GTA 3 trug. Eine nette Anspielung darauf, dass beide Spiele in Liberty City stattfinden.
Drehbücher für Spiele sind sehr umfangreich und einige dieser Drehbücher sind sogar länger als ein durchschnittliches Buch oder ein Film. GTA 4 ist eines dieser Spiele. Das Spiel hatte 80.000 Dialogzeilen und das war nachdem das Drehbuch bearbeitet und verfeinert worden war. Jetzt hat die Gesamtausgabe von GTA 4, also zusammen mit den beiden Add-ons, insgesamt über 200.000 Wörter. Zum Vergleich, das erste Harry Potter Buch, Der Stein der Weisen, enthielt nur 76.000 Wörter. Das Gesicht der Statue of Happiness hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit der ehemaligen US-Außenministerin Hillary Clinton. Diese Ähnlichkeit sowie die Tasse Kaffee in ihrer rechten Hand könnten eine Anspielung auf die Hot Coffee-Kontroverse sein, in die Clinton verwickelt war und in der sie auch neue Vorschriften für Videospiele durchsetzen wollte. In einigen Apartments kann man in den Fluren Graffitis sehen, die auf den ersten Blick wie willkürliches Gekritzel aussehen. Bei genauerem Hinsehen erkennt man aber, dass es sich um Beileidsbekundungen an die Protagonisten aus dem GTA 3 Universum handelt. Da es aber zahlreiche Hinweise darauf gibt, dass einige der Charaktere auch in der GTA 4 Welt am Leben sind, ist das Ganze eher als Zeichen dahingehend zu verstehen, dass Rockstar mit dem GTA 3 Universum abgeschlossen hat. Nico kann eine E-Mail von Chilliet8888 erhalten, die den Empfänger als Pilgrim bezeichnet, viele spirituell, philosophisch und regierungsfeindliche Kommentare enthält und mit "Fühle die Wahrheit, lebe die Freiheit" endet und einen Link zu whattheydonotwantyoutoKnow.com enthält. Auf dieser Website gibt es ein Diskussionsthema mit dem Titel "Sprung auf eine neue Ebene der Spiritualität", das von Groove veröffentlicht wurde. Hier findet man auch eine Karte der Monster Stunts in Liberty City. Dass es sich beim Absender um The Groove aus GTA San Andreas handelt, deutet auch der Name Chilliet darauf hin. Das war nämlich der Name des höchsten Berges in San Andreas. Die meisten Spieler, die in GTA 4 nur herumfahren, haben wahrscheinlich nie bemerkt, dass es ein ganzes U-Bahn-Netzwerk unter ihren Füßen gibt. Die einzigen Male, in denen die Leute überhaupt bemerkt haben, dass es existiert, ist während der wenigen Missionen, in denen man in die U-Bahn-Tunnel hinabsteigt. Und die meisten Spieler gingen davon aus, dass das auch die einzigen Tunnel im Spiel sind. Und auch wenn nur ein Bruchteil der Spieler sich überhaupt die Mühe machen würde, dort hinunter zu gehen, gibt es eine Menge zu entdecken, da die Bahnhöfe einzigartig modelliert sind. Wusstet ihr, dass Niko Bellic auf einer Filmfigur basiert? Und zwar auf der Figur Sascha aus dem Film Behind Enemy Lines. Die Figur wird von Wladimir Maschkov gespielt und dieser wurde von Rockstar auch angefragt, ob er die Rolle von Niko übernehmen würde. Leider hat er abgelehnt, weil er die Rolle damals nicht ernst genommen hat. Stattdessen hat dann Michael Hollick den Job übernommen und diesen ausgezeichnet gemacht. In GTA 5 erwähnt Lester einen gewissen Osteuropäer, der in Liberty City sein Unwesen trieb. Lester geht nicht ins Detail über Nikos Verbleib, aber er erwähnt, dass Niko untergetaucht ist. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. Im Laufe von GTA 5 trifft man auch auf Patrick McReary, der ein Freund von Niko ist. Er sagt, dass er glaubt, dass Niko tot God ist. rest his soul. My pal Michael, God rest his soul. And another boy, Nico, who's probably dead too. Also ist sich niemand so wirklich sicher, was mit Niko nach GTA 4 passiert ist. Eine Sache, die aber beweist, dass Niko doch noch lebt, ist seine Live-Invader-Seite in GTA 5. Sie zeigt, dass er sein bestes Leben lebt. Zumindest wissen wir, dass Niko am Leben ist und sich nach wie vor in Liberty City aufhält. Und so wie es aussieht, ist auch Roman, unser ach so geliebter Roman, am Leben. Let's go bowling. Es sind nämlich Kommentare zu sehen, in denen Niko ihm zum Geburtstag gratuliert. Es ist bekannt, dass Niko sein kriminelles Leben aufgeben und in Frieden leben wollte. Nach den Ereignissen des Spiels hat sich sein Wunsch wahrscheinlich erfüllt. Nachdem er entweder seine Freundin oder seinen Cousin bei einer Schießerei verloren hat, würde es Sinn machen, dass Niko dieses Leben für immer aufgibt. 15 Jahre GTA 4. Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Wir gratulieren diesem legendären Spiel und auch der nächste GTA-Teil feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag.